Ein weiteres neues Jahr mit neuem Ultimate Team. Haben wir wieder genau das gleiche. Wir werden sehen, EA Sports hat den neuen Trailer gedroppt. Und ich dachte, ey, hier auf dem Team Denji-Kanal, es soll wieder losgehen. Wir schauen uns den Trailer an. Was hat EA Sports rausgehauen? Wir werden sehen. FIFA 23 Ultimate Team Official Deep Dive Trailer. 8 Minuten, yo! Als allererstes, das Overlay hier oben links sieht super aus, finde ich. Let's roll it. A special presentation on what's new to FUT in FIFA 23. All right, over to you, team. Thanks, Derek. We are here with Richard and Aslan from the development team to talk about everything new in Ultimate Team. Now, let's start with you. What are you most excited about? FUT Moments, Chemistry Redefined. Also es gibt einen neuen FUT Moments, es gibt Chemistry Redefined, das heißt, Chemie wird neu sein, das wissen wir ja schon. Crossplay, Baby, wild, wichtig und richtig. Customization, hoffentlich noch bessere Customization. Nicht nur, also das mit dem Stadion war schon auf jeden Fall ein Big Step, das muss man sagen. World Cup! World Cup, Baby! Warum lassen wir uns jedes Mal aufs Neue so hypen, obwohl wir immer wieder wissen, es wird trotzdem scheiße? Ultimate Team. So, Aslan, let's start with you. What are you most excited about in FIFA Ultimate Team this year? You know, there's no question, it has to be FUT Moments. It's our brand new mode. Boah, guck mal so. Also das Menü sieht genauso aus, eigentlich nur in anderem farblich, aber sonst aufgebaut gleich. FUT Moments, Content not final. Ein neuer Modus auf jeden Fall. Foundations, let's begin with core gameplay, fundamental for every footballer needs to know. Okay, also Sachen einfach, die man ganz normal, so was man halt, dass man lernt, glaube ich mal. Complete 10 Ground Passes, also 10 normale Pässe spielen. It's gonna give players a new way to play. Achtung, schaut mal oben. Schaut mal hier oben. Schaut mal hier oben, Freunde. Einfach ein FUT 2 Sterne. Was das wohl heißt. Ich spule noch mal kurz zurück. It has to be FUT Moments. It's our brand new mode. It's gonna give players a new way to play, a new way to earn rewards, and it's Das sieht geil aus. Die Zahl geht immer höher bei dem Rating, wenn das Pack öffnet. FUT 22 Player Ratings schon. Rating, okay, also Rating ist nicht offiziell. totally different from anything we've done before. It's gonna be single player, fast, fun, bite-sized. Hört, was er gerade gesagt hat. Different from anything we've done before. It's gonna be single player. Mach mal Untertitel an, dass es für uns alle einfacher ist. Fast, fun, bite-sized scenarios with a ton of variety and unique challenges. Bite size, so that means that we can play certain scenarios within a match, like the 75th minute? You got it. So it's going to be short gameplay sessions. It could be scoring a free kick. It could be completing a comeback when you're 2-0 down with only 10 minutes to go. But we'll also have crazier ones, you know, things like scoring a goal with your keeper without completing a single pass, without losing possession. We can do all kinds of fun stuff that is just really different from our other modes. Also ein Modus, wo du halt einfach so Challenges machen kannst, verschiedene Challenges. Was an sich die Idee super ist, dass du einfach mit im Spiel reinspringen kannst und so. Aber wenn es nur offline ist, dann ist es ein L, finde ich. Does that mean that we can recreate matches and scenarios that we've seen in real life over the weekend? You know, we're going to have a mix, right? So some moments will be inspired by real life, recreating that banger from the weekend, that goal from Son with a finesse shot from outside the box. But we'll also have more unique and creative ones that really just are very distinct and different from how you play in other modes in FUT. So there's going to be a lot of variety and a lot of fun ways to play in moments. Now, hört sich wirklich gut an, aber ich bin skeptisch. Offline, ob das Spaß machen wird. Aber ich glaube, das könnte viele neue Möglichkeiten geben für uns Video-Creator auf jeden Fall. So Sachen nachzuspielen oder sowas. Vielleicht, dass man gegeneinander was spielt, wer was als erstes schafft, so eine Challenge. Das Tor von letzter Woche, das geilste Tor nachzustellen oder so. Bin gespannt. what exactly do you get when you complete a moment? Yeah, so when you're completing moments, I think the most important thing is that you get to set your own difficulty level. So based off your difficulty level, we're going to give you stars as a reward. So stars are a brand new reward type to Ultimate Team this year. So you're going to be able to redeem them in the Moments Reward Gallery. But you're going to always have new rewards for you to be looking out for and exchanging your stars for. But your stars will never go away. So it's up to you if you want to spend them as you earn them or if you want to save them up for something special. Das sind diese Sterne da oben. Schaut mal, diese Sterne, die kann man dann einsetzen für Packs. Das heißt zum Beispiel, dieses Pack kostet 32 Sterne. Mal schauen, was EA sich da einfallen lässt, wie teuer und wie viel man da machen muss. Aber die Idee ist nicht schlecht, dass man halt als Free-to-Play-Spieler wieder bessere Chancen hat. As you earn them or if you want to save them up for something special. So is it a system that comes in seasons for moments?
Yeah, so there's going to be a mix of content. We're going to have a lot that's going to be available right from launch, and then we're also going to have some seasonal content that's going to come and go. Some might be up for a few days, some might be up for a month. So geil, die Pack-Animation. Also an sich cool so, aber irgendwie auch nicht. Muss man sich wahrscheinlich dran gewöhnen. Now, this is really interesting because some people might come home, play FIFA, but they don't have enough time to play a full match. So this is like, yeah, like you said, bite-sized. Jetzt kommt ihr mit, man hat nicht Zeit für ein komplettes Match zu spielen, aber man kommt mit der Weekend League früher mit 40 Spielen hier, Sports. Yeah, I think that's one of my favorite parts about it, is that if I have a few minutes free, now I can jump into Ultimate Team and I can make progress. I can practice my free kicks, I can practice dribbling, or I can just try out a scenario and see how that goes. So what I'm really excited about are the new changes I've been hearing to Chem. Ist dann, wenn man ab der 75. Minute spielt, auch Momentum und sowas am Ende dabei, dass man das trainieren kann, ist ja für die E-Sportler super kappa. Can you tell me more about that? Yeah, Jetzt bin ich gespannt, die Chemie wird erklärt, die habe ich selbst auch noch nicht verstanden. I think this is one of the biggest changes we've ever made. In 23, we're totally overhauling chemistry, and you'll have more variety than ever in how you build your squad. So we focused on making it more authentic with how we're doing positioning, more intuitive with how your players are going to link on the pitch, and really just enabling a lot more experimentation and variety when it comes to building your squad. Now, one thing I noticed about this screen is that there are no chem lines. Yeah, that's right. So positional links are gone. Players can now link across the entire pitch. Your left back and your right back are linked, your goalkeeper and your striker. If we look at Andy Robertson and Trent Alexander-Arnold, for example, this is an iconic duo, a real threat in the Premier League. In 23, they can now build chemistry towards each other. And the same thing works when you're building hybrid squads. You'll be able to link up your striker, let's say Mbappe, with your defenders from PSG or France or Ligue 1. So there's a lot more options now when it comes to building interesting squads with more variety, instead of having to rely on neighboring links and green links. So I'm noticing that every player has 3 diamonds on them. Does that represent the chemistry? Yeah, so players can now have between 0 and 3 chemistry, 0 being the minimum and 3 being the maximum. So one thing I also see on this screen is the left panel. Does that help you figure out how much chem you're getting for each player? Yeah, so this will be your reference point for how you build chemistry. Each nation, each club, each league in your squad will be represented in this left panel, and you'll build chemistry towards the thresholds for each of these. As you add players, you'll start working towards these thresholds and unlock chemistry for that nation, league, or club. So are there any changes to positioning? The first big change is that most players will have a secondary position, and the secondary position is based off of where they play in the real world. So let's take João Cancelo, for example. Sometimes he plays at left back for Man City, and then other weekends he plays at right back. So he'll have a secondary position. So I think that's the perfect example. For the first time, you can now position change from the left side to the right side of the pitch, or vice versa. That means Cancelo could switch from being a right back to being a left back in your squad. And it's also a really cool way that we can differentiate unique players. Big! So Cancelo, based on what he does in real life for City, you can Big! have a left back in game as well. So can players have more than one alternate position? Yeah, so players can have up to 3 secondary positions, and most will have at least 1. Oh, also das ist wirklich big. Die Spieler haben einfach verschiedene Positionen, nicht nur rechter Flügel, rechtes Mittelfeld, sondern können auch rechter Flügel oder linker Flügel sein, wenn der mal in einem Spiel rechter Flügel spielt, aber in einem anderen Spiel auch mal linker Flügel, wie bei Cancelo Linksverteidiger und Rechtsverteidiger. Und die Chemie, da bin ich echt gespannt. Also ich bin ehrlich, ich habe es 100% noch nicht verstanden. Ich glaube, da muss ich mir selbst mal irgendein Video von jemandem angucken, wo der das super erklärt, oder einfach warten, wenn es losgeht. Aber ich finde, das ist was sehr, 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 sehr Geiles. Eine komplett dicke Neuerung. Und ganz ehrlich, ich finde dicke Neuerungen immer geil, weil dann hat man einfach komplett viele neue Sachen zu erkunden. Komplett neue Möglichkeiten, dieses Jahr Teams zu bauen. Das komplette Ultimate Team Grundprinzip, wie du Teams baust, wird einfach über den Haufen geschmissen und neu aufgerollt. Und das finde ich wirklich richtig, richtig geil. Klar, es gibt bestimmt Leute, die jetzt sagen, ey, keine Ahnung, ich fand's früher so geil, dass sie immer was ändern müssen. Ich persönlich find's cool, man hat neue Möglichkeiten, es bringt wieder voll den frischen Wind rein, weil ja doch jetzt irgendwie nach all den Jahren so langsam der Schuh aus unten auseinandergefallen ist, sage ich jetzt mal. Ich glaube, dieses Sprichwort hat noch nie jemand gesagt, es ist mir auch gerade irgendwie eingefallen. Aber ihr wisst, was ich meine. Frischer Wind, ich bin gespannt, wie das dann wirklich ist, dass die Linken, also klar, Linksverteidiger mit Rechtsverteidiger linken, weil die in echt auch gut miteinander harmonieren. Aber klar, die spielen halt auch im selben Verein. Oder zum Beispiel welche, die jetzt in derselben Nation spielen, wie, keine Ahnung, Neymar oder sagen wir mal Mbappé und Dembele zum Beispiel. Da bin ich gespannt, wie das dann, an was das so basiert, an was es festhält, an was es festgemacht wird am Ende wirklich.
wie gut da die Chemie ist. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. If a player is at a position, they will always have zero chemistry. And at zero chemistry, there are no more negative attributes. They're still going to play at least as good as their base stats. So already you've got a lot more options for trying out players without having to rework your entire squad. So now Also das heißt, Freunde, wenn ein Spieler null Chemie spielt, heißt er spielt off-Position, spielt er trotzdem mindestens genauso gut wie seine Karte, wie die Stats auf seiner Karte. Sehr, sehr gespannt. let's talk about icons and heroes. How do they Okay, jetzt kommen Icons und Heroes. Mal gucken, wie linken die? help with the chemistry of the team? So icons and heroes always give a unique benefit to your team. Ah, ist das Icon-Design geleakt damit? Oder gab es das schon? Ich finde, die kompletten Karten und sowas sehen so ein bisschen oldschool aus, oder? Not changing with 23. Icons and heroes, as long as they're in the right position, will always be at full chemistry. On top of that, icons will count as 2 players towards their nation, and heroes will count as 2 players towards their league. If you play an icon or hero out of position, they're going to be at 0 chemistry. Now remember, at 0 chem, players won't have negative attributes, so they're always going to play at least as good as their base stats. So you can try out icons and heroes out of position if you just want to see what they play like in that squad. Geil. Ich feiere das. Viel mehr ich habe voll gespuckt. Viel mehr Möglichkeiten. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich glaube, ich habe es jetzt ungefähr verstanden, wie die Chemie funktioniert. Also du musst diese 3 Punkte voll machen, entweder mit Nation oder mit Verein oder mit Verlinkung oder mit Liga, sowas in die Richtung, glaube ich. So everybody's been talking about. Und du musst ja nicht mal. Du kannst ja wirklich die Karte auch spielen auf den Base-Stats, so wie ihre Base-Stats sind, ohne Chemie. Aber klar, jeder will die natürlich auf jeden Fall immer voll spielen, ne? Crossplay, and I want to know, how is that going to affect FIFA Ultimate Team? So what that means for us is that we're adding crossplay to all of our 1v1 modes. So if you're playing on the same generation of consoles as someone, you're going to be able to match up with them. So that means our PlayStation and our Xbox users are finally going to get to battle head-to-head. What that Aber nur PS5 und Xbox-Dings, oder? also means is that we're introducing crossplay to our friendlies modes as well. So if you have friends and you want a bit of a friendly competition from platform to platform, you're going to be able to do that now. And what does that mean for the transfer market? We have one global transfer market for most players. So if you're a FUT trader, you should pay attention to this because it means there's going to be more content for you to play with and more people who are going to be competing on the transfer Ey, wie market as well. gut! Es gibt einfach, EA scheint das nicht mehr jetzt über PSN zu machen, sondern über ein eigenes Netzwerk sich einzuloggen, so über Origin, dass man sich dort einlädt. Wie bei Fortnite zum Beispiel. Da gibt's ja auch da spielt man es auch über Fortnite und lädt man sich ein über das Fortnite-Netzwerk und nicht über PlayStation. Krass, das heißt, FIFA-PC-Gaming wird dadurch auch größer gemacht, theoretisch. Du brauchst jetzt keine teure Konsole mehr. Wenn du einen PC zu Hause hast, ja gut, Konsole ist theoretisch billiger, kannst du einfach genauso spielen wie alle anderen auch, oder? Das wäre schon ein Big Step. So in terms of draft, FUT champions, and rivals, will that be crossplay as well? Yeah, absolutely. So all of our 1v1 Maybe. head-to-head modes are going to be crossplay. Alle 1 gegen 1 Head-to-Head-Modes sind Crossplay. Rivals, FUT Champions, FUT Draft. Oh, baby! On top of that, we're also adding global leaderboards. So for the first time in Rivals, you're going to look at the Elite Division and see players from other platforms to compete for that #1 spot. But you can also toggle it to only look at your platform leaderboard as well. So I'll be honest, one thing I love doing is spending time customizing my stadium. Is there anything new when it comes to that? Yeah, we're making upgrades across the board, Shu. So your stadium's going to have a new roof for tier 1, 2, and 3. We've got new animated pitch trophies that look awesome. We've got new animated Tifos as well. So how you can customize and show off your stadium is going to look so much better in FIFA 23. Aber gibt's FIFA 23 auch für die PS4? Weil das wird ja auch, da werden diese ganzen Animationen doch brutal lecken. Das FIFA 22 leckt doch auf der PS4 schon Todes. So it's a World Cup year. Is there anything coming for FUT? We are going to have the World Cup in FUT this year, but I can't really say anything else, so stay tuned. Well, I mean, hey, you can't get everything you want, but we did get a lot of great new Oh, details. neuer Skill, oder? Ultimate Achtung, neuer Skill, neuer Skill. We did get a lot of great new details on FIFA Ultimate Team in FIFA 23. We heard about the brand new mode, FUT Moments, a brand new chemistry system that's going to redefine the way we play Ultimate Team, crossplay functionality, and of course, visual customization that is going to make your stadium look incredible. Aslan, Richard,
It's been a pleasure, and I'm looking forward to FIFA 23. And back to you, Derek. Cheers, everyone. Stuart and I will make sure we... Ja. Ey, Freunde, meine absolute Lieblingskarte mit die Natale, der letztes Jahr kam, kommt endlich ins Spiel. Yaya Touré. Dieser Mann. Wow. Oh mein Gott, die haben mich wieder so im Kessel drin. Und Marquisio war auch immer so OP, grandios, geil. Oh mein Gott. Ich hole mir die Ultimate Edition. Provide the perfect chemistry off the pitch all season long. Warum lasse ich mich immer so davon so hypen und dann werde ich wieder enttäuscht, Mann.